Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Krankheitsvideo. Irgendwie reißt bei mir meine Pechstille nicht ab. Wie ihr schon in meinen anderen Videos seht, habe ich ja ein Lipödem an Beinen und Armen, wo ich letztes Jahr auch eine Liposuktion habe durchführen lassen. Ja, leider Gottes habe ich jetzt auch noch einen Bandscheibenvorfall bekommen. Ich habe mir jetzt gedacht, das könnte vielleicht den einen oder anderen hier auch interessieren, da ja, Bandscheibenvorfall ja relativ viele Menschen bekommen. In meinem Alter ist es noch nicht so typisch, also ich bin jetzt gerade mal 30. Aber genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, mache ich doch für euch Mädels da draußen oder für alle möglichen Menschen da draußen, die es interessiert und denen ich Tipps geben kann, einfach mal so ein kurzes Video über meinen Bandscheibenvorfall, was passiert ist, wie es sich angekündigt hat, dass ihr, wenn ihr vielleicht ähnliche Situationen habt und merkt, oh, es könnte bei mir auch in die Richtung gehen, dass ihr vielleicht noch rechtzeitig reagieren könnt. Bei mir war es leider zu spät. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich erzähle euch ein bisschen, wie es bei mir mit meinem Bandscheibenvorfall abläuft, wie es weiterhin abläuft, wie es abgelaufen ist, wie es mir geht, was passiert ist, etc. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, ich würde mich darüber sehr freuen. So, dann geht's doch gleich mal los. Und zwar, es hat eigentlich letztes Jahr damit angefangen, also ich habe die Liposuktion durchführen lassen und hatte dann schon, also ich habe ja im Büro gearbeitet, immer wieder starke Rückenschmerzen. Ich habe es auch dann bei der Physio, bei Lymphdrainagen gemerkt. Ich bin auf die Liege nicht mehr gescheit hochgekommen und es hat aber keiner wirklich reagiert. Also ich hatte halt starke Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich, aber es waren halt Rückenschmerzen für mich. Bin dann auch öfters zum Arzt gegangen, da hatte ich dann immer das Problem, ob ich Massagen bekomme oder ob ich meine Lymphdrainagen bekomme. Natürlich waren mir dann in dem Moment meine Lymphdrainagen wichtiger und habe mir immer die Lymphdrainagen geben lassen. Ja, die Rückenschmerzen, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, muss ich sagen. Die waren halt einfach da. Ich habe mit umgehen können und so war es einfach. Ja, dann war es eigentlich, wie gesagt, normal für mich, dass ich diese Rückenschmerzen habe. Und ja, dann habe ich eine neue Stelle angefangen im Februar und ganz plötzlich wurde mein Bein taub. Ich habe mir nichts gedacht, bin die erste Woche noch normal auf Arbeit, habe noch alles rumgehoben, alles gemacht. Ja, wurde immer schlimmer. Plötzlich Bein taub, ganz so ein Nervenziehen im Oberschenkel, konnte nicht mehr laufen, nicht mehr bücken, ich konnte nichts mehr. Ja, am Freitag bin ich dann mal zum Arzt und habe dann eben, weil ich dann Angst bekommen habe, weil das ja alles so taub wurde und pelzig und ich einfach wissen wollte, was da los ist, bin ich zum Arzt und sagte zum Hausarzt, Sarah, du hast einen Bandscheibenvorfall. Ich habe erst gelacht, sag ich, ja klar, ich habe keinen Bandscheibenvorfall, ich bin 30, ich habe noch keinen Bandscheibenvorfall. Sagte Sarah, das sind alle Anzeichen dafür, dass du einen Bandscheibenvorfall hast. Ja, ich natürlich total schockiert, denke mir, oh, was ist denn jetzt los? Das ist ja unglaublich. Also damit habe ich gar nicht gerechnet, überhaupt nicht. Weil ich dachte, naja, Ischiasnerv eingezwickt oder Hexenschuss. Also ich bin da alle möglichen Sachen durchgegangen und bin aber, also Bandscheibenvorfall, damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Das gibt's ja gar nicht. Gut, dann hat es so langsam angefangen. Ähm, Schmerzmittel bekommen, gucken. Ja, wurde nicht besser. Dann war mein Hausarzt war im Urlaub, da musste ich zur Vertretung. Dann habe ich da Schmerzmittel wurden wieder umgestellt und hin und her, es wurde nicht besser. Ja, dann wurde ich zum Spezialisten, zum Orthopäden überwiesen. Also ich musste vorher erstens, habe ich vergessen zu sagen, zum Neurologen musste ich gehen. Ich musste in Kernspin, da musste ich in dieses MRT heißt es, glaube ich, also dieses runde Teil und dann halt dieses große Teil noch rein. Ja, dann, wie gesagt, wurde ich zum Facharzt überwiesen, zum Orthopäden, der hat sich dann alles angeschaut und hat dann gesagt, oh, also es sind dann in der Zeit, muss ich sagen, es waren dann schon 3 Wochen, wo nur mit Schmerzmitteleinstellung und hier Befunde zusammensuchen und hier Röntgenbilder, also das vergingen ungefähr 3 Wochen, wo ich auch nicht arbeiten konnte, also es war keine Chance zu arbeiten, wirklich, also und ich bin sehr hart im Nehmen, also danach kann man bei mir eigentlich echt nicht gehen, aber es war wirklich nicht möglich, ich konnte nicht länger als 10 Minuten am Stück laufen und dann musste ich schon panisch gucken, ob ich irgendwo einen Stuhl finde, mich am Boden setze oder was ich tue. Also ganz schlimm. Also wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich, wenn man so jung ist und ja, wenn es sowas hat. Also fand ich, habe mich echt sehr belastet. Ja, und dann war ich beim Orthopäden, der hat sich dann die ganzen Sachen angeschaut und sagt, oh, er vermutet, es muss operiert werden. Sag ich will keine Operation, auf keinen Fall. Jeder hat zu mir gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, lass sie auf keinen Fall operieren, das wäre total schlecht und
das kann man nicht machen und ja, hatte ich Angst. Da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte auch keine Operation, noch nicht jetzt. Ja, dann wurde mir vorgeschlagen, es gibt die Möglichkeit, eine Spritztherapie zu machen mit Cortison. Ja, wenn der Arzt einen das vorschlägt, denkt man natürlich, das ist der richtige Tipp und befolgt es natürlich, wenn man gedacht hat, wenn ich jetzt diese Spritztherapie mache, dann komme ich um die Operation drumherum. Ja, das Problem an dieser Spritztherapie war, da die Spritzen mit Cortison sind, zahlt es die Krankenkasse nicht. Also durfte ich pro Spritze 70 € selber bezahlen und davor sollte ich auf so ein Wasserbett gehen, was den Bereich lockert, wo die Spritze reinkommt und die Schmerzen lindern sollte. Kostet auch nochmal 12 Euro extra. Gut, wenn der Arzt das sagt, mache ich das natürlich. Also ich gehe davon aus und vertraue in dem Moment, dass das auch richtig ist, logisch. Ja, dann hat es geheißen, die ersten 2 Spritzen bekomme ich, jede Woche eine. Dann wird geguckt, ob es besser wird, ob das Taubheitsgefühl zurückgeht, ob sich der Nerv erholt. Und wenn nicht, dann gibt es die 3. Spritze nicht mehr, dann muss ich operiert werden. Ja, End vom Lied war dann, erste Spritze bekommen. Also ich kann euch die wirklich nicht empfehlen, die in den Rücken rein. Also die kommen zwischen die Wirbel. Also das hat mir wirklich so weh getan. Wahnsinn, also krasse Sache. Ja, nach dem ersten Termin ging es mir danach schon nicht gut. Also ich habe die Spritze auch an sich nicht so gut vertragen. Schlimmer war jedoch die 2. Spritze. Die 2. Spritze, wo ich bekommen habe, ich war einen kompletten Tag flach liegen. Ich konnte mich nicht mehr rühren. Ich hatte so unendliche Schmerzen. Und die Verspannung ging dann über den kompletten Rücken hoch, bis den Kopf hoch. Und also ganz schlimm. Also ich hatte dann überall Schmerzen. Ich konnte mich null mehr rühren. Habe mir dann auch, war es ja schon einige Wochen dann auch, also in den 4, 5 Wochen schon verstrichen. Ich habe mir dann Fehlhaltungen schon angelegt, also ich war einfach von oben bis unten nur noch schmerzverzerrt, man kann es nur anders sagen. Also das Einzige, was sich erholt hat auf die Spritzen, ich habe das Gefühl in den Zehenspitzen zurückbekommen, also in den Zehen, aber ansonsten hat sich nichts getan. Ja, dann nach der 2. Spritze wollte ich dann mit meinem Arzt sprechen, weil ein anderer Arzt hat mir die Spritzen gegeben. Also es war so eine große Gemeinschaftspraxis, wo ich da eben bei dem Orthopäden war. Und ja, der hat mich dann nur gefragt, ob es besser wurde. Den habe ich dann 5 Minuten ganz breit erklärt, dass es nicht besser wurde, dass es so kein Zustand ist, dass es so nicht weitergeht. Ja, er hat sich das 5 Minuten angehört, hat mir die Spritze reingedrückt und ist gegangen. Ja, dann habe ich gesagt, ich möchte mit meinem behandelnden Arzt sprechen. Hat es geheißen, den Besprechungstermin haben Sie in 3 Wochen. Sag ich kann jetzt keine 3 Wochen warten. Ne? Ich habe Schmerzen, es muss was passieren und es war abgesprochen, dass wenn die 2. Spritze nichts bringt, wir nochmal drüber sprechen und schauen, wie wir weiter vorgehen. Ja, die Chance hatte ich nicht. Ich durfte dann die Praxis verlassen, sollte dann wirklich 3 Wochen warten. Ich war dann zu Hause, habe rumüberlegt, habe mir gedacht, okay, das hat so kein Tauch, ich kann nicht arbeiten, nichts. Das funktioniert einfach so nicht. Ja, und da habe ich mir überlegt, dass ich mir eine zweite Meinung einhole. Haben dann auch einige mir empfohlen, und gesagt, Mensch, Sarah, hol dir eine zweite Meinung ein, frag danach, geh da auf sicher. Das habe ich dann auch gemacht. Habe mich dann für Rummelsberg entschieden, da meine Eltern beide dort an der Schulter mal operiert wurden und sehr zufrieden waren. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, habe ich bei Rummelsberg angerufen, das war an einem Montag. Und habe sofort für den nächsten Tag habe ich einen Termin bekommen. Habe den auch gleich wahrgenommen, habe dann von meinem Orthopäden eine Überweisung gebraucht. Da ist dann das Spielchen weitergegangen. Der wollte mir dann keine Überweisung ausstellen, weil er natürlich sich gedacht hat, ich hole mir eine zweite Meinung ein. Und das Problem aber ist, dass Rummelsberg nur behandelt mit einer Überweisung zum Orthopäden. Also er musste mir die geben, sonst hätte ich nicht nach Rummelsberg gekommen. Ja, das war dann mein nächstes Problem. Was ich aber dann im letzten Moment habe ich sie doch noch bekommen, war in Rummelsberg, der Arzt dort, also es ging eigentlich total schnell, ich bin hingekommen, alles aufgenommen, dann ins Zimmer und schon war der Arzt da. Es ging ratzi-fatzi, also war sehr, sehr cool. Er hat sich alles angeschaut und sagt dann, es muss operiert werden. Darauf war ich überhaupt nicht gefasst, weil, wie gesagt, ich ja keine Operation wollte. Und er aber gesagt hat, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich kann natürlich, hat er gesagt, mir die 3. Spritze noch geben lassen, nochmal 3 Wochen warten, aber so wie er das jetzt sieht, aufgrund von den Bildern, wird sich das einfach nur nach hinten verschieben. Also ich würde einfach die Operation nur verschieben über Wochen hinweg und müsste dann in 3, 4 Wochen mich trotzdem operieren lassen. Ja, dann war ich natürlich in der Zwickmühle. Er wollte mich ja nicht gleich da behalten, ich gehe auf jeden Fall nach Hause, ich bleibe jetzt nicht da. Und er gesagt, ich soll mich voll in die Cafeteria setzen, einfach mal drüber nachdenken. Ich kann jetzt gleich einen Termin vereinbaren für nächste Woche dann. Oder ich fahre nochmal nach Hause und melde mich am nächsten Tag, das ist mir überlassen. Aber er hat es mir gezeigt, hat dann mir die Bilder gezeigt von meiner Wirbelsäule. Also meine Wirbelsäule ist auch schon immer krumm gewesen. Also das ist halt dann auch immer
so ein bisschen ein Problem, was halt zum Bandscheibenvorfall führen kann. Ich habe einen Bürojob seit Jahren, viel sitzen, dann habe ich ein schlechtes Bindegewebe, es kommt alles zusammen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so früh einen Bandscheibenvorfall bekommen. Und er hat mir dann eben gezeigt, die Wirbelsäule, und dann hat gesagt, die eine Bandscheibe über den Vorfall, die ist schon komplett schwarz, also die war schon kaputt. Und drunter ist eben der Bandscheibenvorfall, und er hat mir gezeigt, dieser Spinalkanal war das so verengt, und da ist der Nerv drinnen gewesen. Also der Nerv war da festgesteckt, und deswegen diese Nervenschmerzen und das Taubheitsgefühl. Er hat mir erklärt, die müssen diesen Kanal vergrößern, dass der Nerv wieder Platz hat. Und somit sollten die Schmerzen weggehen. Er hat aber gleich gesagt, dass dieses Taubheitsgefühl bleiben kann, eben weil das jetzt dann schon nach 7 Wochen, also es war 7 Wochen, war der Nerv schon hier dazwischen platt. Kann sein, dass der sich nicht mehr holt, dass dieses Taubheitsgefühl vom Knie bis runter bleibt, was natürlich für mich schon ein Schlag ins Gesicht war. Also ich bin dann schon ganz schön erschrocken, wenn das bleiben sollte. Und er hat aber gesagt, das mit dem Nerv erholt sich, also der Schmerz geht weg. Und Rücken, also dieser Lendenbereich, der Schmerz, den muss man durch die Reha und durch Sport erst festigen. Erst dann, wenn die Schmerzen besser. Also, ne, ihr hört, es ist ja alles gut und das und da muss man achten und ja, also war sehr umfangreich alles. Ja, ich bin dann gegangen, habe mich in die Cafeteria gesetzt mit meiner Mutter und habe überlegt, was ich machen soll. Bei jedem kam nur, das musst du wissen, das musst du wissen. Ja, ich wusste natürlich auch nicht, was richtig ist. Ich wollte mich auch nicht falsch entscheiden, aber ich habe mich dann wirklich vor Ort noch für die Operation entschieden. Und die wurde jetzt letzten Donnerstag auch durchgeführt. Ich war dann, also ich bin am Donnerstag, bin ich ins Krankenhaus gekommen, also in der Früh wurde dann gleich operiert. Und am Samstag durfte ich schon wieder nach Hause. War ganz gut. Jetzt, also ich muss sagen, es ist besser, also das Taubheitsgefühl ist noch da, der Nervenschmerz ist 100% besser, also wirklich, der ist eigentlich so weit weg. Mein Bereich schmerzt sehr, also da wo operiert wurde, das ist ungefähr so groß am Rücken, ungefähr so ist die Narbe und so ist das Pflaster ungefähr im Rücken, also schaut gar nicht so gut aus, weil außenrum total bunt und blau und grün, aber das ist ganz normal. Und der Bereich tut ziemlich weh. Es liegt daran, weil der Arzt sagt, sie mussten sehr tief rein, dass sie an den Nerv rangekommen sind. Und ja, deswegen auch die Schmerzen. Ich wurde vorher gewarnt, dass es passieren kann, dass man an die Bandscheibe hinkommt bei der Operation und dass Flüssigkeit austritt. Das wäre sehr schlecht, man würde starke Kopfschmerzen bekommen. Und das ist bei mir anscheinend passiert. Also es ist vielleicht an die Bandscheibe hingekommen, es ist ein bisschen Flüssigkeit ausgetreten. Kopfschmerzen oder sowas habe ich nicht. Er hat nur gesagt, es könnte ein Problem werden, dass wenn sich das nicht mehr selber vernarbt, dann müsste ich nochmal operiert werden. Das wäre natürlich total beschissen. Also wenn das passiert, das wäre die Horrorvorstellung hoch 40, aber das schiebe ich jetzt mal beiseite. Also ich habe jetzt deswegen keine irgendwelche anderen Ausfallerscheinungen. Ich merke davon auch nichts. Aber das wurde mir halt gesagt und ich hoffe halt, dass das sich ganz normal vernarbt und ja, dann auch wieder alles gut wird. Also da habe ich halt wirklich die Hoffnung. Ja, so ist alles gut gelaufen. Ich hatte noch so eine Drainage im Rücken. Das Einzige, was bei der Operation noch war, sie mussten mir danach einen Katheter legen, weil alles taub war. Man konnte nicht auf Toilette gehen, dann haben sie mir einen Katheter gelegt, was ziemlich unangenehm war. Auch das Ziehen war ziemlich unangenehm danach. Aber ich war dann doch sehr froh, dass ich über Nacht den Katheter hatte und nicht aufstehen musste. Also ich hätte zwar schon an dem Tag, wo ich operiert wurde, aufstehen dürfen, aber ich weiß nicht wie. Also ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie ich da hätte aufstehen sollen, auf Toilette gehen oder irgendwas. Deswegen war ich über den Katheter dann doch sehr froh. Die Drainage wurde am nächsten Früh gleich gezogen. Da habe ich noch nicht mal was gegessen gehabt, da ist mir gleich ein Kreislauf zusammengelegt. Da war ich überhaupt nicht drauf gefasst, aber ich habe auch Angst ein bisschen vor Spitzen und irgendwelche Dinge rausziehen. Also das ist halt alles zusammengekommen. Aber ich habe es auch überlebt. Ja, habe ich noch was vergessen? Ja, also die Fäden, was drin sind, meint mein Hausarzt, dass auflösbare Fäden sind. Das wäre natürlich ganz cool, dann müssten die nicht gezogen werden. Hätte ich jetzt echt nichts dagegen. Ja, wie gesagt, der Verlauf an sich war okay. Ich bin auch gleich am nächsten Tag dann nach der Operation gelaufen. Also da durfte ich in der Früh gleich aufstehen. Also alles natürlich schön langsam aufstehen. Und ich durfte, also bücken soll ich mich noch nicht, auch jetzt noch nicht. Aber das geht alles ganz gut. Ich bin am Anfang mit so einem Rollwagen, hätte ich fast gesagt, da haben wir oben die Arme so draufgelegt, konnte sich vorne so festhalten und
was so eine Gehhilfe, klingt blöd, aber mit dem Ding konnte man wirklich gut laufen. Da bin ich auch dann gleich am nächsten Tag raus in die frische Luft. Also da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich eben mal kurz raus konnte. Sitzen ist sehr, sehr schwierig. Also Sitzen ist ein Riesenproblem. Ich muss sagen, das ist echt schwierig, geht ganz schlecht. Also Sitzen ist nicht gut. Stehen geht viel besser. Also bei meinem Hausarzt habe ich gleich mal im Stehen gewartet und habe dann im Stehen begrüßt und dann sagte er, stehen besser, sage ich, ja, stehen besser als sitzen. Sagte, das ist oft so, das ist normal. Ja, wie gesagt, duschen darf ich auch schon. Ich habe so extra Duschplätze bekommen, so durchsichtige, die macht man drauf. Ich selber komme leider an die Stelle nicht hin. Da muss halt jetzt immer jemand kommen, mir das Plastik draufkleben, das ist ein bisschen nervig. Aber ja, ich kann es nicht ändern. Und ja, duschen damit ist gar kein Problem. Die Narbe muss sehr, sehr gut ausschauen, hat mein Hausarzt gesagt, der war sehr zufrieden. Ganz trocken und also ist halt auch die bunte Farbe außenrum, aber das ist normal, dass sich darunter dann ein Bluterguss bildet. Also das ist auch nicht verkehrt, das ist normal so. Ja, bin jetzt gerade in Reha-Vorbereitung, klar, packen, also was man da ausfüllen muss, ihr glaubt das nicht, das ist ja so viel Zeug zum Ausfüllen, Wahnsinn. Ja, und schaut, dass ich soweit halt alles zusammen habe, was am Freitag eben losgeht. Es geht nach Bad Rodach. Das habe ich mir herausgesucht. Also eigentlich hat das geheißen, ich bekomme nur eine ambulante Reha. Das wäre direkt bei uns hier zu Hause gewesen. Das Problem war aber, dass mein Rentenversicherungsträger Ansbach nicht unterstützt hat. Und somit hätte ich nach Nürnberg gehen müssen. Das sagte die Krankenkasse, das kann man jeden Tag stemmen, da hin und her zu fahren. Deswegen ging das auch nicht. Und deswegen war für mich die ambulante Reha gestorben. Ich musste stationär irgendwo hin und da hat sich eben Bad Rodach angeboten, eben weil mein Vater da schon war und der es ganz gut dann fand und ich jetzt auch nicht ewig rummachen wollte und ich musste mich gleich entscheiden und da habe ich gedacht, okay, nehme ich einfach Bad Rodach. Von hier circa 2 Stunden entfernt. Das ist in der Nähe bei Coburg. Also ich denke, ich werde euch von der Reha auch nochmal Videos ein bisschen drehen, dass ich da auch ein bisschen beschäftigt bin und erzähle euch ein bisschen, wie es auf der Reha dann abläuft. Ja, Medikamente ist vielleicht noch ganz wichtig. Also ich bekomme momentan Cortison, man sieht es an meinem Gesicht. Ich habe ein ganz rundes Gesicht, schwemmt total auf, ich bin komplett voller Wasser. Die Tabletten habe ich schon gleich gesagt, die müssen jetzt zurückgeschraubt werden. Also ich soll am Anfang 4 am Tag nehmen. Jetzt nehme ich noch 3 und ab Freitag nur noch 2 und dann will ich die weg haben, weil man halt zunimmt von dem Zeug, ne? Aber ich brauche das momentan leider für meine Wunde. Dann Schmerzmittel, also ich war unter anderem bei Schmerzmitteln schon 2-mal am Tag bei 1800 Milligramm. Also das ist schon ziemlich viel. Dann muss ich immer Magenschutz nehmen, weil ich mit dem Magen sehr Probleme habe. Also ich muss immer, wenn ich Tabletten nehme, Magenschutz dazu nehmen. Ist auch ganz, ganz wichtig. Also da achtet bitte drauf, dass ihr euren Magen schont. Sonst habt ihr danach noch, wenn ihr fit seid, habt ihr den Magen geschnürt. Das geht ja auch nicht, ne? Also da bitte auch drauf achten. Ja, also medikamentenmäßig schon einiges zum Nehmen. Aber ohne geht's auch nicht. Also das kann ich euch gleich sagen. Nachts brauche ich auch oft noch Schlaftabletten, weil ich ganz schlecht schlafe. Das Cortison, man muss ständig aufstehen. Also heute Nacht wirklich jede Stunde muss man aufstehen, pullern. Also das ist so nervig, wirklich. Also momentan ist Schlaf sehr, sehr schlecht. Ich hoffe, das wird jetzt auf der Reha dann auch ein bisschen besser. Ja, aber an sich ist, glaube ich, der Krankheitsverlauf, so wie es geklungen hat, alles in Ordnung. Freitag geht es auf Reha. Jetzt erstmal für 3 Wochen waren angesetzt. Ich hoffe, die 3 Wochen reichen. Wenn ich Pech habe, muss ich länger bleiben, dann habe ich Verlängerung, aber das entscheiden die Ärzte dann vor Ort, da kann ich nicht mitsprechen und die würden schon wissen, was sie für richtig halten. Und da muss ich dann natürlich danach gehen. Klar, also da auf eigene Gefahr gehe ich nirgends hin. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist so der momentane Zustand. Sitzen ist ein bisschen schwierig. Ich habe schon noch ziemliche Schmerzen. Ich versuche das Beste draus zu machen und lasse mich nicht unterkriegen. Das ist nicht meine Art. In Verbindung jetzt mit dem Lipödem ist natürlich eine blöde Sache, weil ich jetzt ja auch keinen Sport machen kann, mich nicht groß bewegen kann. Und ja, das passt jetzt schon wieder alles zusammen. Ich hoffe, ich kriege Lymphdrainagen auf der Reha. Das wäre natürlich ganz gut. Ich nehme jetzt mal sicherheitshalber noch einen Besserungstest mit, dass ich, der Cortison speichert ja Wasser im Körper, was natürlich für mich total schlecht ist. Deswegen versuche ich ganz zackig das Wasser auch rauszukriegen und dass ich dort auch zügig mit Sportprogramm beginnen kann. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich auf die Ernährungsschiene gehen will, also gesunde Ernährung, Abnehmen, Gewichtsreduktion. Das habe ich auch vorher in meinem anderen Lesebogen schon alles angegeben, also das muss man auch ausfüllen und mitbringen. Und was nicht klar ist, einfach freilassen. Das wird der Arzt dann mit einem noch zusammen ausfüllen. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich auf der Reha jetzt einiges abnehmen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich.
und dass ich dort will ich einige Ernährungsworkshops auch mitmachen, dass ich mich da wieder ein bisschen einfuchsen kann. Und ja, jetzt hat alles weitere erzähle ich euch dann direkt aus Bad Rodach. Vielleicht mache ich auch eine kleine Roomtour, dass ihr mal seht, wie es dort so aussieht. Ja, also ich denke, für den Moment habe ich alles ganz gut erklärt. Es sind mir schon über 20 Minuten, was ich euch da voll quatsche, es tut mir leid. Aber vielleicht bringt es den einen oder anderen was. Also, wie gesagt, bis jetzt kann ich über die Operation noch nichts Schlechtes sagen. Und alles andere wird sich jetzt auf der Reha ergeben. Und ich habe gesagt, ich halte euch einfach auf dem Laufenden, erzähle euch, wie es weitergeht, wie es mir so geht. Und ja, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Video und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hab euch lieb. Ciao!